Welche Rolle spielt Meal Prep bei euch zu Hause? Danke für die Einladung. Zum Wohl. Zum Wohl. Hi, ich bin Elena von Bora. Herzlich willkommen zu Kitchen Table Taste. Heute habe ich Ernährungswissenschaftlerin, Foodbloggerin und Autorin Doris Fluri zu Gast. Herzlich willkommen in der Kochwerkstatt in Raubling, liebe Doris. Du hast uns 3 einfache und schnelle Meal Prep Rezepte mitgebracht. Was machen wir denn heute gemeinsam? Wir starten mit einem gesunden Saft. Dann gibt es eine einfache Hauptspeise. Ich habe ein Risotto mir überlegt. Und wir machen noch einen gesunden Snack. Da würden wir zuerst die trockenen Zutaten mischen. Okay. Da kann man grobe oder feine nehmen, was man gerne hat. Wenn man auf Gluten achtet, dann kann man glutenfreie Haferflocken verwenden. Ich gebe immer noch gerne ein bisschen Proteine in meine Rezepte. Gerade wenn man einen süßen Snack hat, ist es super, dann bleibt der Blutzucker stabiler. Wir haben jetzt ein veganes Proteinpulver. Welche Rolle spielt Meal Prep bei euch zu Hause? Also es ist für mich eine super Zeitersparnis. Man muss nicht immer überlegen, was koche ich heute. Man muss nicht jeden Tag einkaufen. Ja. Und man kann sich gesund ernähren, weil wenn man selber Snacks zubereitet, dann weiß man, was drinnen ist. Genau. Was sind so Snack-Rezepte, die ihr immer zu Hause parat habt? Also Hummus haben wir sehr gerne daheim, auch so einen herzhaften Snack, weil das kann man gut auch selber zubereiten und Karotten, Gurken mit Hummus snacken, so nicht nur süße Snacks. So, während die Riegelmasse jetzt zieht, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Saft. Darf ich das dir einmal geben? Man muss gar nicht so feine Stücke machen, weil es kommt ja sowieso in den Entsafter. Nimm so Spinat, spielt eigentlich keine Rolle. Einfach alles so ein bisschen rein. Genau. Eine tolle Farbe, ja. So, den Saft können wir jetzt einmal umfüllen und dann mit dem Bora Q-Bag vakuumieren, damit er lange frisch und haltbar bleibt. Perfekt. Die Haferflocken haben jetzt gut quellen können. Jetzt können wir Riegel backen. Genau, dann haben wir einmal hier die Programmauswahl. Wir brauchen jetzt in dem Fall das manuelle Programm und heizen den Xpo auf 160 Grad und minus 80% Feuchtigkeit auf. Genau. Und dann geben wir jetzt noch eine Zeit an, nämlich 30 Minuten hätte ich jetzt gesagt. Okay. Und sonst können wir noch länger backen. Aber genau. Dann einmal bestätigen. Man könnte aus dem Teig auch Kekse machen, aber ich finde es jetzt eigentlich ganz schön, wenn wir so einen Riegel formen. Ja. Ich glaube, das ist gut. Wir können es jetzt zum Beispiel in die mittlere Ebene geben. Man könnte auch alle 3 Ebenen gleichzeitig verwenden und dann würde trotzdem eine gleichmäßige Wärmeverteilung stattfinden. Das ist sehr praktisch, ja. Dann würden wir für die Hauptspeise den Tempeh marinieren. Das ist so unsere Proteinkomponente. Und dann noch den Risotto. Genau, wir marinieren das Ganze jetzt hier mit dem Bora Q-Bag. Dadurch zieht die Marinade super schnell in das Lebensmittel ein, eben durch das Vakuumieren. Und dann ist es gleich in 10 Minuten fertig mariniert. Und dann geben wir einmal hier den Deckel drauf und den Marinierring. Genau, und dann können wir schon marinieren. Wie kam grundsätzlich dein Interesse an Ernährung und die Entscheidung, das auch beruflich zu machen? Eigentlich schon als Kind. Also meine Familie haben immer sehr gerne genussvoll gegessen, in Restaurants und auch zu Hause. Und wie ich dann ausgezogen bin, habe ich mich eigentlich immer mehr interessiert für so die Zusammenhänge mit Gesundheit und Ernährung und habe so dann Ernährungswissenschaften studiert. Bin immer viel nach meinen Rezepten gefragt worden und dann war eigentlich Mrs. Fluri so meine persönliche Rezeptsammlung, der Blog, wo jeder eigentlich nachlesen kann. Reingeben. Dann haben wir Gemüsebouillon. Damit einfach alles so bedecken. Okay. Und zwischendurch immer umrühren. Also noch nicht alles auf einmal, sondern... Eigentlich wie beim Risotto. Ja. Der Unterschied ist, dass wir Quinoa haben statt Reis. Das ist auch proteinreicher. Worauf achtest du grundsätzlich beim Kochen darauf oder bei deiner Ernährung? Also eigentlich immer auf genügend Gemüse, so eine pflanzliche Basis. Also auch wenn es bei uns Pizza oder Spaghetti gibt, gibt es immer einen Salat oder man kann das auch anrichten auf Spinat.
Was ist dein absolutes Lieblingsgericht, was du am liebsten zu Hause kochst? Ich habe sehr gerne cremige Gerichte, wie jetzt eben Porridge, Risotto, Polenta. Ja. Also eigentlich alles, was so schnell und einfach geht. Ja. Das duftet schon. Das ist eigentlich alles bald fertig. Ja. Beim Risotto würden wir jetzt noch Margarine oder Butter dazugeben und noch pflanzlichen Käse. Das gebe ich auch mal dazu. Macht es nochmal ein bisschen cremiger. Oder? Genau. So, der Expo läutet. Das Praktische ist, der Expo saugt immer noch mal vorm Öffnen den Dampf ab. Kennst du wahrscheinlich auch, wenn der Dampf erstmal ins Gesicht kommt. Genau. Und dann schaut schon ganz gut aus. So, die Riegelmasse ist jetzt richtig schön abgekühlt. Man sieht auch, es klebt nichts. Dann würde ich sagen, können wir sie in Form schneiden, oder? Das lässt sich ja schon gut schneiden. Dann richten wir unseren Tempeh an. Schaut sehr gut aus. Dann fehlt ja noch eine Sache, unser Saft. Den hole ich mal aus dem Kühlschrank. Dann würde ich sagen, den probieren wir jetzt mal. Haben wir uns verdient. Dann vielen Dank, dass du da warst. Hat richtig viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Zum Wohl. Zum Wohl. Ist gut. Der ist echt gut. So, jetzt haben wir fleißig gekocht und jede Menge zu essen da. Ich würde sagen, jetzt seid ihr dran.